You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Oh, Hallo! Reinhard and Daniel don't quit. Reinhard und Daniel hören nicht auf. I hope not. Ich hoffe nicht. We are not planning to quit. Wir planen nicht aufzuhören. You know, we really enjoy working hard to serve God's people. Wir genießen es wirklich sehr, hart zu arbeiten, um Gottes Kindern zu dienen. And I have to honestly tell you, Und ich muss euch ehrlich sagen, for all the testimony that people send us through how their lives have been changed by God through us, all die Zeugnisse, die uns Menschen schicken, wie Gott ihr Leben durch uns verändert hat, it is one of the most wonderful rewards. sind wirklich wunderbare Belohnungen dafür. So, thank you for sharing your testimonies with us. Danke, dass ihr eure Zeugnisse mit uns teilt. And thank you for sharing what God has done in your life through us. Und danke, dass ihr uns erzählt, was Gott in eurem Leben durch uns getan hat. And many of you also, thank you for that you actually have shared this content with other people who have now been powerfully touched. Und vielen von euch danke ich auch, dass ihr diese Dinge auch mit anderen Personen geteilt habt, die nun ebenfalls kraftvoll gesegnet werden können. Remember, Denkt daran, subscribe to the YouTube channel. abonniert den YouTube-Kanal. If you like it, click the like. Wenn ihr ihn mögt, klickt auf den Like-Button. If you don't like it, tell Daniel. Und wenn ihr ihn nicht mögt, sagt es Daniel. Or click the dislike. Oder klicke auf Mag ich nicht. Actually, I'm afraid to do that. Wenn ihr nicht Angst davor habt, das zu tun. Let's talk about a subject that's actually not so much talked about. Okay, wir wollen über ein Thema sprechen, über das nicht so oft gesprochen wird. Der Zorn Gottes. It's very interesting when you talk about the wrath of God. Es ist sehr interessant, wenn man über den Zorn Gottes spricht, It seems to be that there are two extremes in the Christian world. scheint es zwei Extreme in der christlichen Welt zu The geben. Christian world who is convinced about the angry God, Die christliche Welt, die überzeugt von einem zornigen Gott ist, and the Christian world who is convinced about the God who is love and he just doesn't bother about anything. und die christliche Welt, die davon überzeugt ist, dass Gott Liebe ist und ihm alles andere egal ist. You know, we had and I understand that many times it's a reaction. Und ich verstehe, dass dies sehr oft eine Reaktion Because ist, the God that many of the churches have represented is very hard to handle. denn mit dem Gott, den viele Gemeinden repräsentiert haben, kann man nur sehr schwer umgehen. The God that's always mad, Der Gott, der immer wütend ist, criticizes everything you do. der alles kritisiert, was du And tust. then you know, no matter what you do, it's never good enough. Und egal, was du tust, es ist niemals gut genug. You know, he's always displeased with you. Er ist immer unzufrieden mit dir. So I understand people go to this other extreme. They discover the new covenant. They discover the love of God and God as love. Deshalb verstehe ich, dass die Menschen zu einem anderen Extrem gehen. Sie haben den neuen Bund entdeckt, sie haben Gottes Liebe entdeckt und Gott als Liebe kennengelernt. Was There's passiert? no anger of God. Es gibt keinen Zorn God Gottes. is only love. Gott ist nur Liebe, He loves everybody. er liebt jeden And he will never punish anybody for anything. und er wird nie irgendjemanden für irgendetwas We have a bestrafen. guy in our church Es gibt einen Mann in unserer who Gemeinde, was very wounded by religion. der durch Religion sehr verletzt wurde He kind of, you know, he liked that idea that it's just love. und ihm gefällt die Vorstellung, dass es nur um Liebe geht. And we are going through some scriptures one day at one of our meetings. Und eines Tages behandelten wir bei einem unserer Treffen einige Schriftstellen. And when our church meets, we don't have a preacher. Wenn unsere Gemeinde sich versammelt, haben wir keinen Prediger, We got rid of all clericalism. denn wir haben allen Klerikalismus Got abgeschafft. rid of all of this wrong structure. Wir haben all diese falschen Strukturen abgeschafft. So we do study the Word of God together. Wir studieren gemeinsam das Wort We Gottes, believe that God can speak through anybody. aber wir glauben, dass Gott durch jeden sprechen kann. So we went through a passage that actually talked about, you know, the wrath of God and the judgment of God and all this thing. Wir behandelten also einen Abschnitt, der über den Zorn Gottes und das Gericht Gottes und all diese Dinge And spricht. I don't understand. Und der Mann sagte, Reinhard, ich verstehe das nicht. We're in the new covenant. What's this? Wir sind im neuen Bund, was ist das? I said, yeah, I've been waiting for you to come to the place to ask this question. Ich sagte, ja, ich habe darauf gewartet, dass du diese Frage stellst. So, is there something like a wrath of God in the Bible? Gibt es so etwas wie den Zorn Gottes in der Bibel? Sure. Selbstverständlich. Is there a different God in the Old Testament than in the New Testament? No. Gibt es im Alten Testament einen anderen Gott als im Neuen Testament? Nein. Why is there something like a wrath of God if God is love? Warum gibt es dann so etwas wie einen Zorn Gottes, wenn Gott Liebe ist? That's a question we really need to answer. Das ist eine Frage, die wir wirklich beantworten müssen.
Because if you remove that whole aspect of the wrath of God from God, you actually create a different God. Denn wenn du diesen ganzen Aspekt vom Zorn Gottes von Gott entfernst, schaffst du damit in Wirklichkeit einen anderen Gott. I love oxymorons. No, not oxymorons. Paradoxes? Is there a word for oxymoron in Portuguese? Gibt es ein portugiesisches Wort für Oxymora? I don't know. I Mateus use tried to find one this paradox. morning. Okay. Anyhow, I love paradox. Ich liebe Paradoxe. You know, what's a paradox? Was ist ein Paradox? Jesus said, if you want to live, you have to die. Jesus sagte, wenn du leben willst, musst du sterben. How can I die after I live? Como que eu Or live posso- after die? Wie kann ich leben, nachdem ich gestorben bin? Jesus said, if you want to have, you have to give. Jesus sagte, wenn du haben willst, musst du geben. Hang on a minute. If I give, I have less than before. Warte mal, wenn ich gebe, habe ich weniger als zuvor. You know, and I love these paradoxes. Ich liebe diese Paradoxe. And it's one of the paradoxes that God, who is love, Und eines dieser Paradoxe ist, dass Gott Liebe ist. and every good and perfect gift comes from that Father of light, where there's no change. Und jede gute und vollkommene Gabe kommt von diesem Vater des Lichts, in dem keine Veränderung ist. Yet that God can be angry. Doch dieser Gott kann zornig sein. Hang on, Reinhard. Warte mal, Reinhard. You kept preaching that angry God doesn't exist. Du hast immerzu gepredigt, dass dieser zornige Gott nicht existiert. It's true. Das stimmt. You know, when I said that angry God doesn't exist, I'm talking about the God that constantly mad at everybody. Weißt du, wenn ich gesagt habe, dass dieser zornige Gott nicht existiert, dann spreche ich von dem Gott, der ständig zornig auf alle ist. Make a mistake, he's angry. Wenn du einen Fehler machst, ist er zornig. Don't live his standard, he's angry. Wenn du nicht nach seinem Standard lebst, ist er zornig. No, I don't believe that God exists. Ich glaube nicht, dass dieser Gott existiert. Yet we cannot ignore the fact that the Bible talks about the wrath of God. Doch wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass die Bibel über den Zorn Gottes spricht. How come you read things like, and the wrath of God, the anger of God was kindled against these people? Wie kannst du Dinge lesen wie, und der Zorn Gottes wurde gegenüber seinem Volk entfacht? And you read in Exodus 34 that God says, I'm slow to anger. Und dann liest du in 2. Mose 34, dass Gott sagt, ich bin langsam zum Zorn. 34. De que Deus é tardio em se irar. So he's slow to anger, and yet he's angry. Er ist also langsam zum Zorn und trotzdem ist er zornig. We're going to answer this question today. Wir werden diese Frage heute beantworten. Number Nummer 1. God is love. Everything he does is motivated by love, even his anger. Wenn Gott Liebe ist, dann ist alles, was er tut, von Liebe angetrieben, sogar sein Zorn. That's the first thing you have to discover in your heart. Das ist das Erste, was du in deinem Herzen erkennen musst. We think that God has human attributes, but he doesn't. Siehst du, wir denken, dass Gott menschliche Eigenschaften hat, aber das hat er nicht. We humans have divine attributes, but the divine God does not have human attributes. Wir Menschen haben göttliche Eigenschaften, aber der heilige Gott hat keine menschlichen Eigenschaften. We are new creation. Wir sind eine neue He Schöpfung. was not formed in our image, we were formed in his image. Er wurde nicht in unserem Bild geformt, wir wurden in seinem Bild geformt. So he doesn't have any human attribute, we have divine attributes. Er hat also keinerlei menschliche Eigenschaften, sondern wir haben göttliche His Eigenschaften. nature is love. That's who he is. Sein Wesen ist Liebe, so ist er. Everything he does has to be motivated by love, even when he's angry. Deshalb muss alles, was er tut, von Liebe angetrieben sein, selbst wenn er zornig ist. How do we human beings get anger, or how do we understand anger? Wie werden wir menschlichen Wesen zornig, beziehungsweise wie verstehen wir Zorn? I'm so mad because you treated me wrong. Ich bin so wütend, weil du mich falsch behandelt hast. God doesn't have that kind of anger. Siehst du, Gott hat diese Art von Zorn nicht. You cannot find the wrath or the anger of God connected to personal offense. Du darfst den Zorn bzw. den Ärger Gottes nicht mit einer persönlichen Beleidigung verknüpfen. Think about this. Denk darüber nach. See, Jesus represented God perfectly. Siehst du, Jesus repräsentierte Gott auf perfekte At the Weise. cross, he said, Am Kreuz sagte er, Father, will you forgive them? They don't even know what to do. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. See, whatever they did personally against Jesus. Alles, was sie getan haben, haben sie Jesus persönlich angetan. You will never find any anger from God or from Jesus addressed because there was personal offense. Du wirst an keiner Stelle den Zorn von Gott oder von Jesus finden, der mit einem persönlichen Angriff zu tun hat. Em função de uma ofensa pessoal. Never. Niemals. He's loving, he's kind, he's caring, he's forgiving, he's gracious. Er ist liebend, er ist freundlich, fürsorglich, vergebend, er ist gnädig. Why is there an anger of God that's motivated by love? Warum gibt es dann einen Zorn von Gott, der durch Liebe angetrieben Because wird? if love does not position itself, it has ceased to be love.
Denn wenn sich Liebe nicht positioniert, ist es keine Liebe mehr. You see, God gets angry not because he's personally offended, but because the object of his love are being destroyed. It's a protective anger. Gott wird nicht zornig, weil er persönlich angegriffen wurde, sondern weil das Objekt seiner Liebe zerstört wird. Es ist ein beschützender Zorn. Está sendo ferido, então ele tem que se posicionar. In the Garden of Eden, God did not express anger. God expressed grace, love, and kindness. Im Garten Eden hat Gott keinen Zorn geäußert. Er zeigte Gnade, Liebe und Freundlichkeit. When he put the man out of the Garden of Eden, that was an act of grace and kindness. Als er den Menschen aus dem Garten Eden schickte, war das ein Akt der Gnade und der Freundlichkeit. Look how evil men got very quickly. If they would have eaten from the tree of life, they would have murdered each other. Schau, wie schnell die Menschen böse wurden. Wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, hätten sie einander umgebracht. Se tivessem acesso à árvore da vida, eles iriam viver para sempre, iriam acabar, o mundo ia viver numa completa perversidade. Where do you see the first time the expression of a kind of anger of God? Wo finden wir zum ersten Mal einen Ausdruck von Gottes Zorn? In Genesis 6. In 1. Mose 6. 5 says, and God saw that the imaginations and the thoughts of the heart of man was evil, continuously. In Vers 5 steht, und Gott sah, dass die Vorstellungen und Gedanken im Herzen der Menschen nur böse, böse, böse waren. Ständig. Find in that context he repented that he made man. Du entdeckst in diesem Kontext, dass es Gott reute, den Menschen geschaffen zu haben. Was God angry because they offended him? War Gott zornig, weil sie ihn beleidigt hatten? No, because he had to protect a few innocent people. Nein, sondern er musste ein paar unschuldige Menschen He schützen. built an ark to save Noah, the innocent guy. Deshalb baute er eine Arche, um Noah, den unschuldigen Mann, zu retten. So when we see the anger of God in wiping out humanity, I see an anger motivated by love to protect and take care of humanity. Wenn wir sehen, wie der Zorn Gottes die Menschheit ausgelöscht hat, sehe ich einen Zorn, der von Liebe angetrieben wurde, um die Menschheit zu schützen und sich um sie zu kümmern. If God's anger would have been motivated by personal offense, he would have wiped everybody out. Wenn Gottes Zorn von einer persönlichen Beleidigung angetrieben gewesen wäre, hätte er jeden ausgelöscht. If God's anger would have been motivated by personal offense, he would have never put his anger upon Jesus Christ. Wenn Gottes Zorn von einer persönlichen Beleidigung angetrieben gewesen wäre, hätte er seinen Zorn niemals auf Jesus Christus gelegt. To protect, it has ceased to be love. Wenn sich Liebe nicht positioniert, um zu beschützen, hört sie auf, Liebe zu sein. If I walk into my house and somebody's raping my wife and I say, I even love my enemies, just go ahead and keep doing it. Wenn ich in mein Haus komme und jemand meine Frau vergewaltigt und ich sage, ich liebe sogar meine Feinde, also mach einfach weiter, That's not love. dann ist das keine I Liebe. have to position myself to protect the innocent from the wicked. Ich muss mich positionieren, um die Unschuldigen vor den Bösen zu beschützen. That's the wrath of God. Das ist der Zorn Gottes. Motivated by his deep love. Er ist von seiner tiefen Liebe The angetrieben. Bible says in Ephesians chapter 4, be angry and do not sin. Schau, die Bibel sagt in Epheser 4, sei zornig und sündige dabei nicht. And then it also says, don't let the sun go down under your anger. Und dann sagt sie weiter, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Permitimos que o sol se ponha sobre a nossa What ira. does it mean, be angry and don't sin? Was bedeutet das, sei zornig und sündige dabei nicht? Two things. 2 Dinge. Number one, Nummer 1. when I see how these innocent little children in this country are raped and abused and sold and wounded, I get very angry. Wenn ich sehe, wie diese unschuldigen kleinen Kinder in diesem Land vergewaltigt, missbraucht, verkauft und verletzt werden, werde ich sehr zornig. Nobody did anything against me. It's not a personal offense. Niemand hat mir irgendetwas angetan. Das ist keine persönliche Beleidigung. In my anger, I rise up and I save and protect these In children. meinem Zorn stehe ich auf und ich rette und schütze diese Kinder. It's the right kind of anger. Das ist die richtige Art von Zorn. But how does it say be angry and don't sin? Doch was bedeutet, sei zornig und sündige nicht? If I allow the sun go down under this anger and make this anger now a personal offense in my heart, it has turned into sin. Wenn ich zulasse, dass die Sonne über diesem Zorn untergeht und dieser Zorn nun ein persönlicher Angriff in meinem Herzen wird, bin ich in Sünde gefallen. See an injustice
anger rises up in me and I take possession. Wenn ich also eine Ungerechtigkeit sehe, steigt Zorn in mir auf und ich beziehe I Stellung. will not harbor anger against these people, even the wicked ones. Aber ich werde keinen Zorn gegen diese Personen hegen, auch nicht gegen die Bösen. To and try. I will do what I can to try to help them come to know Jesus too. Ich werde tun, was ich kann, damit sie Jesus ebenfalls kennenlernen. But if that initial anger is not there, you actually don't even walk in love because now you position yourself and who cares? Aber wenn dieser erste Zorn nicht vorhanden ist, dann lebst du in Wirklichkeit nicht in Liebe, denn dann ist es dir egal, wie du dich positionierst. Deshalb, Even God's anger is motivated by love. selbst Gottes Zorn ist angetrieben von Liebe. Fascinating thought. Faszinierender Gedanke. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.